Hola, salut, ciao and welcome to Au Pair World. Heute zeigen wir euch eine neue Folge unserer Serie 7 Fragen. Heute sprechen wir mit Ellen. Sie war ein Au Pair in Dublin in Irland. Sie hatte eine tolle Zeit bei einer irischen Gastfamilie und wenn ihr interessiert seid, bleibt dran. Ja, die Begrüßung in Irland war sehr, sehr schön. Ich muss dazu sagen, ich hatte so richtig Angst, als ich nach Irland gereist bin. Ich bin in den Flieger gestiegen und war unglaublich nervös. Ich hatte einfach Schiss, dass ich die Familie nicht finde am Flughafen, dass ich kein Wort verstehe. War aber alle Sorgen umsonst, habe die Familie sofort gefunden. Die Gastmutter hatte mich abgeholt mit den beiden Kindern. Sie haben mir zur Begrüßung so ein kleines irisches Schaf geschenkt. Da war gleich so das erste Eis gebrochen. Und wir konnten uns auch unterhalten. Ich habe sie verstanden, ich konnte mich einigermaßen ausdrücken. Hat also alles super geklappt. Meine Routine als Au pair fing eigentlich mit einem sehr entspannten Start in den Tag an, weil mein Tag mit den Kindern eigentlich immer erst mittags losging. Ich bin also morgens aufgestanden, hatte ein bisschen Zeit für mich, habe dann aber vormittags angefangen, ein bisschen im Haushalt zu erledigen, ein bisschen aufgeräumt, mal Spülmaschine eingeräumt, was man halt so macht. Und gegen Mittag bin ich dann los und habe die Kinder von der Schule abgeholt. Wir sind dann nach Hause, haben erstmal zusammen Lunch gegessen und Hausaufgaben gemacht. Und dann ging es eigentlich immer an die frische Luft. Wir haben so gut es geht eigentlich jeden Tag draußen verbracht, haben draußen gespielt, sind in den Park, haben Picknick gemacht, hatten Playdates mit anderen Au pairs und den Kindern oder sind eben auf den Spielplatz gegangen. Und abends dann irgendwann zurück und da hat der Tag eigentlich immer geendet mit einem gemeinsamen Abendessen mit der Familie. Ja, ich habe ab und zu auch gekocht, allerdings wirklich nur ein bisschen und nur ganz leichte Sachen, weil meine Gastmutter war Ernährungstherapeutin, die kannte sich natürlich super gut aus mit Essen und hat viel Wert auf gesunde Ernährung gelegt, was ich super spannend fand, weil ich auch darüber total viel lernen konnte und einfach sehr viel für mich auch mitgenommen habe. Deswegen gab es meistens Kleinigkeiten zum Lunch, die entweder die Mutter schon so ein bisschen vorbereitet hatte, die ich dann nur noch so warm machen musste, oder eine Pizza, die wir belegen mussten. Oder eben einfach Pasta mit Tomatensauce und ganz viel Gemüse natürlich. Ja, ich habe eine ganze Menge Ausflüge gemacht, als ich Au pair in Irland war. Irland ist nämlich wirklich ein richtig tolles Land mit ganz, ganz tollen Landschaften. Ich war also manchmal einfach so am Tag ein bisschen unterwegs. Ich war selber direkt in Dublin, da gibt es natürlich eine Menge zu entdecken. Es ist einfach eine ganz, ganz tolle Stadt mit einer ganz, ganz tollen Pubkultur. Und war aber auch manchmal am Wochenende unterwegs, habe mich dann mit anderen Au pairs getroffen und wir haben kleine Touren gemacht. Eine Ring of Kerry Tour zum Beispiel, wir waren in Cliffs of Moher, Nordirland haben wir uns angeschaut, in Galway war ich, also eine ganze Menge von Irland gesehen, leider nicht alles, aber es war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Ja, es gab natürlich auch Konflikte, wie das halt so ist. Man kennt das mit kleinen Kindern. Manchmal wollen die natürlich nicht so hören, haben ihren eigenen Kopf. So ganz einfache Sachen wie wollen nicht die Schuhe anziehen, aber man muss eigentlich los. Und das sind natürlich Situationen, wo man sich vielleicht auch erstmal rantasten muss, wo ich manchmal auch nicht genau wusste, ach, was mache ich denn jetzt? Ich habe aber eigentlich immer mit meiner Gastfamilie darüber gesprochen, habe einfach von dem Tag erzählt und gesagt, oh Mann, das war heute echt anstrengend oder was soll ich denn da machen? Und die waren immer super verständnisvoll, kannten das ja auch, die kennen ja die gleichen Situationen und haben mir dann entweder gute Tipps gegeben oder manchmal halt auch einfach nur gesagt, so, ja, we know that as well. Wirklich anstrengend, also ja. Ja, der Au pair-Aufenthalt hat mich persönlich viel weitergebracht. Ich hätte wirklich anfangs gar nicht gedacht, dass so ein Aufenthalt mich persönlich nochmal so vorwärts bringt, da ich, als ich Au pair war, vorher schon einen Job hatte und schon meine eigene Wohnung hatte und eigentlich dachte, ich stehe doch schon mitten im Leben und so viel Neues kann ich doch gar nicht mehr lernen, aber das war gar nicht so. Ich habe noch mal so viel über mich persönlich gelernt. Ich habe mich so vielen Herausforderungen gestellt und bin jetzt einfach viel, viel mutiger, traue mich viel mehr und stelle mich Herausforderungen ganz anders. Und das hat mich natürlich persönlich vorangebracht und auch beruflich.
Mein Rat an andere Au-pairs oder an angehende Au-pairs ist auf jeden Fall, traut euch. Traut euch, in ein anderes Land zu reisen, bei einer anderen Familie zu leben, als Einheimischer ein anderes Land zu entdecken, eine andere Sprache zu sprechen. Das ist was ihr im Alltag nicht einfach so erleben könnt. Es ist einfach eine einmalige Erfahrung, im Ausland zu leben. Ja, also ich würde einen Au-pair-Aufenthalt auf jeden Fall jedem empfehlen und würde es selber auch definitiv nochmal machen. Klar, es gibt immer Höhen und Tiefen, aber das sind eben die Dinge, an denen man wächst und denen man sich stellen muss. Und es ist eine einmalige Erfahrung einfach, die man so im Alltag zu Hause eben nicht bekommen kann. Du kannst, wenn du Au-pair bist, ein Land quasi als Einheimischer kennenlernen. Du lebst bei einer Familie, du lernst die andere Kultur kennen. Du lernst eine andere Sprache sprechen. Das ist was du so nicht nochmal erfahren kannst, wenn du es nicht als Au-pair machst. Ja, vielen Dank an Ellen, dass sie ihre Erfahrung mit uns, mit euch geteilt hat. Und lasst uns wissen, habt ihr noch weitere Fragen? Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns den Daumen hoch, wenn ihr es gut fandet und natürlich abonniert unseren Kanal, weil dann bleibt ihr auf dem Laufenden, wenn es dann nächste Woche wieder heißt 7 Fragen an ein Au-pair. Ciao!